Man sagt, dass jede Ehe ein Geheimnis ist. Man weiß nie, mit wem man Hand in Hand durchs Leben geht. Als Susan Kuhnhausen Michael heiratete, verglich sie ihre Entscheidung mit dem Kauf eines Autos. Es schien ihr, als hätte sie ein günstiges Gebrauchtfahrzeug erworben und den Mann ihrer Träume gefunden, der nur wenig Ballast aus der Vergangenheit mit sich trug. Doch im Laufe der Jahre verwandelte sich dieser Mann in ein wahres Monster. Michael war äußerst misstrauisch, und man wusste nie, wann er das nächste Mal ausrasten würde. Den größten Teil ihrer Ehe verbrachte Susan wie auf einem Pulverfass. Ihr Mann schätzte Geld und materielle Dinge mehr als Menschenleben. Eines Tages musste die Frau kämpfen, um ihr eigenes Leben. Am 6. September 2006, Portland, Oregon. Susan Kuhnhausen beendete eine anstrengende Schicht in der Notaufnahme. Nach 20 Jahren Berufserfahrung war sie eine erfahrene Krankenschwester. Jetzt musste sie lernen, selbstständig zu leben und sich daran zu gewöhnen, dass ihr Mann nicht mehr da war, weil ihre 17-jährige Ehe zerbrochen war. Michael Kuhnhausen hatte jedoch ganz andere Pläne. Er beauftragte einen Killer, seine Ex-Frau zu beseitigen. Wenn sie gestorben wäre, hätte er mit niemandem teilen müssen, und seine zweite Ehe wäre nicht gescheitert. Nach Susans vorzeitigem Tod rechnete der Mann damit, bis an sein Lebensende zu trauern. Eine brutale Tat ist natürlich eine seltsame Art, sich zu trennen, wenn ein Paar vor dem Altar sagt, bis dass der Tod uns scheidet. Das Letzte, woran frisch Vermählte in diesem Moment denken, ist, wie sie ihren Partner loswerden können. So begann alles bei Susan und Michael Kuhnhausen. In den ersten Jahren ihrer Ehe waren sie ein glückliches Paar. Nur wusste Susan nicht, dass ihr Mann psychisch labil war und sich weigerte, sich behandeln zu lassen. Jeden Abend schlief die Frau neben einer tickenden Zeitbombe ein. Wie kam es dazu, dass das Familienleben der Kuhnhausens mit einer Leiche im Haus endete? Um zu verstehen, warum der Mann plötzlich zu einem Monster wurde, kehren wir ins Jahr 1988 zurück. Susan arbeitete als Krankenschwester in der Notaufnahme. Ihr Leben war darauf ausgerichtet, Menschen in kritischem Zustand Hoffnung zu geben. Krankenschwestern in der Intensivstation mussten in der Lage sein, in kürzester Zeit Entscheidungen zu treffen und sicher zu sein, dass sie die richtigen waren. Susan war eine erfahrene Krankenschwester und konnte auf verschiedene Patienten individuell eingehen, auf Schwerkranke, auf Bedürftige und auf solche, die einfach aus Gewohnheit ständige Aufmerksamkeit verlangten. Sie hatte ein großes Herz, und es reichte für alle. Die Menschen schätzten Mitarbeiterinnen wie Susan und erwiderten ihre Zuneigung. Wenn sie von der Arbeit nach Hause kam und allein war, begann die Frau sich nach der Herzlichkeit zu sehnen, die sie im Krankenhaus umgab. So beschloss Susan mit 33 Jahren, dass es an der Zeit war, dafür zu sorgen, dass auch zu Hause ein geliebter Mensch auf sie wartete. Lange Zeit hatte sie sich auf ihre Arbeit konzentriert und überwiegend Nachtschichten übernommen. Aber irgendwann wollte sie wieder unter Leute kommen und mehr Zeit mit Männern verbringen. In den letzten Jahren traf sich Susan meist mit ihren Freundinnen, doch irgendwann wurde ihr das langweilig. Wie die meisten Menschen wollte sie einen liebevollen Partner haben, aber wo sollte sie ihn finden, wenn sie tagelang im Krankenhaus arbeitete? Susan entschloss sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Im Jahr 1988 schaltete sie eine Kontaktanzeige in der lokalen Zeitung. Sie warf ihr Netz aus und wartete auf den Fang. Aber es ist schwer vorherzusagen, wer sich darin verfangen würde, der Mann ihrer Träume oder ein gefährliches Raubtier. Alleinstehende weiße Frau, 33 Jahre alt, nicht dick, aber auch nicht dünn, möchte jemanden kennenlernen. Wenn Sie an einer lebhaften, fröhlichen Begleiterin interessiert sind, die den Nordwesten erkunden möchte, antworten Sie auf meine Anzeige. Susan war sehr nervös, als sie über sich selbst schrieb. Sie hatte so etwas noch nie zuvor gemacht. Der beste Kandidat für Susans Herz war Michael Kuhnhausen. Er war kein Hollywood-Beau, aber freundlich und aufmerksam. Der Mann wirkte etwas grob, war jedoch unglaublich charmant und zuvorkommend. Wenn Menschen sich zum ersten Mal begegnen, versuchen sie immer, sich besser darzustellen, als sie wirklich sind. Aber das störte Susan nicht. Sie konnte jeden Menschen glücklich machen, blaue Flecken in ein Lächeln verwandeln, wie man bei ihr sagte. Michael war geschieden und hatte 2 Kinder aus seiner früheren Ehe. Susan nannte ihren Auserwählten scherzhaft einen Gebrauchtwagen. Sie heirateten im Dezember 1988, nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen. Susan war offen für eine neue Beziehung und glaubte, einen ehrlichen, würdigen und anständigen Mann gefunden zu haben. Zunächst war alles einfach wunderbar. Im Frühling und Sommer suchten sie gemeinsam nach Schmetterlingen, im Herbst beobachteten sie Vögel
reisten an der Küste von Oregon entlang und genossen ihre gemeinsame Zeit. Nach einigen Jahren Ehe gewöhnen sich die meisten Paare aneinander. Doch Susan bemerkte, dass sich der Mann, den sie geheiratet hatte, zunehmend veränderte. Sie hatte das Gefühl, dass er verschlossener geworden war, als hätte er in der Vergangenheit Verletzungen erlitten und nun Angst, wieder verwundbar zu werden. Mit jedem Tag wurde Michael gereizter. Offensichtlich beschäftigte ihn etwas. Er begann, den Kontakt zu seinen Freunden zu meiden und distanzierte sich immer mehr von seiner Frau. In diesem Moment beschloss Susan, das zu tun, was sie am besten konnte, die Seele eines anderen zu heilen. Sie überzeugte ihren Mann, eine Therapie zu beginnen, doch Michael wollte mit niemandem über seine Probleme sprechen. Für ihn bestand die beste Therapie darin, an seiner Sportsammlung zu arbeiten. Michael besaß Tausende von Baseballkarten, signierten Fotos und Trikots, die er im Keller aufbewahrte. Der Mann investierte regelmäßig Geld in neue Stücke für seine Sammlung und war überzeugt, dass er sie eines Tages für mehrere $1000 verkaufen könnte. Diese Sammlung von Sportmemorabilien ersetzte ihm den menschlichen Kontakt. Er verbrachte immer mehr Zeit allein, saß im Keller, umgeben von seinen Besitztümern. Nur war der tatsächliche Wert dieser Sammlung fragwürdig. Tatsächlich spielte Geld für Michael eine übermäßig große Rolle. Er hatte ständig das Gefühl, dass jemand ihm seine Sammlung, sein Haus, alles, was ihm lieb und teuer war, wegnehmen könnte. Obwohl Susan den Großteil der Rechnungen bezahlte und Michael ebenfalls arbeitete, fühlte er sich in dieser Beziehung finanziell nicht abgesichert. Der Mann überprüfte sorgfältig die Ausgaben und achtete auf jede Kleinigkeit. Bald fand Michael eine neue Stelle als Leiter der Wartungsabteilung einer Kette von Erotikgeschäften. Dort hatte er mit Menschen zu tun, die nicht gerade für ihre Anständigkeit bekannt waren. Später wechselte er zu einer anderen Firma, wo er eine Managerposition übernahm. Michael war für die Einstellung, Entlassung und Schulung der Mitarbeiter verantwortlich. Dort wurde er gut bezahlt, erhielt Vergünstigungen und kam seinen Aufgaben nach. Vielleicht war Michael anfangs tatsächlich ein fürsorglicher und liebevoller Ehemann, doch der Umgang mit Menschen aus einem fragwürdigen Umfeld hinterließ Spuren. Die ersten 10 Jahre ihrer Ehe verliefen weitgehend ungetrübt, aber mit der Zeit zogen dunkle Wolken auf. Michael wurde immer verschlossener und seine Wutausbrüche nahmen an Häufigkeit und Intensität zu. Er regte sich über jede Kleinigkeit auf. Wenn seine Frau mit einer Freundin ins Kino gehen wollte, schimpfte er, weil sie Geld für die Kinokarten ausgegeben hatte. Wenn sie hochwertigere Lebensmittel kaufte, ärgerte er sich über deren Preis und machte seiner Unzufriedenheit laut Luft. Nach etwa 7 Jahren Ehe wurde Susan klar, dass ihr Mann seine regelmäßigen Wutausbrüche nicht kontrollieren konnte. Sie versuchte ihm zu helfen. Sie musste Jahre voller hässlicher Streitereien durchstehen und lernen zu schweigen, um ihren Mann nicht zu provozieren. Die Frau verstand die Ursache seines Verhaltens. Michael hatte im Vietnamkrieg gekämpft und diese Erfahrung hatte seine heutige Weltanschauung geprägt. Doch er sprach nie darüber. Man kann einem Menschen nicht helfen, wenn er selbst keine Hilfe will. Kuhnhausen war nicht mehr der glückliche und fürsorgliche Mann, der er zu Beginn ihres gemeinsamen Lebens gewesen war. Es war unklar, woher diese Aggression kam. Es gibt Menschen, die bereit sind, die ganze Welt für ihre Misserfolge verantwortlich zu machen, um damit ihr schlechtes Verhalten zu rechtfertigen und ihre Wut an ihren Angehörigen auszulassen. Michael gehörte zu dieser Gruppe. Den größten Teil seines verdienten Geldes versteckte er vor seiner Frau und bewahrte es an einem geheimen Ort auf. Die Zeit setzte der Beziehung zu und Anfang 2006, nach 17 Jahren Ehe, erreichten die Eheleute einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Susan hatte das Gefühl, dass sie allein um das Familienglück kämpfte, während ihr Mann keinerlei Anstrengungen unternahm. Eines Tages hielt die Frau es einfach nicht mehr aus und bat ihren Mann zu gehen. Michael zog aus dem gemeinsamen Haus aus. Dabei hatte er das Gefühl, dass man ihm Unrecht getan hatte. Er gab grundsätzlich anderen die Schuld für seine Probleme. Michael war überzeugt, dass seine Frau ihn ausnutzen und mit leeren Händen zurücklassen wollte, so wie es, seiner Meinung nach, seine erste Frau getan hatte. In Wirklichkeit wollte Susan, die der ständigen Streitereien und Skandale überdrüssig war, endlich in Ruhe leben und für sich selbst sorgen. Doch Michael akzeptierte das nicht. All seine aufgestaute Wut, Enttäuschung und sein Gefühl der Verfolgung richteten sich nun auf ein einziges Ziel: Susan, die Frau, die ihm angeblich alles wegnehmen wollte. Hier kam Michael das über Jahre angesparte Geld zugute. Er nutzte es als Waffe der Rache. 10 Monate waren vergangen, seit Susan Michael rausgeworfen hatte.
Sie hoffte, dass dies ein Weckruf für ihn sein würde, dass er seine Einstellung ihr gegenüber überdenken und entsprechende Schlüsse ziehen würde. Sie hatte sich kein Monster als Ehemann ausgesucht. Susan hatte einen freundlichen Mann geheiratet, der nur kleine Probleme zu haben schien. Probleme, mit denen er sich nicht auseinandersetzen wollte. Mit der Zeit wurden diese Probleme jedoch immer ernster. Und die Gesellschaft, in der sich Michael zuletzt bewegte, beschleunigte seinen moralischen Niedergang. Einer von Kuhnhausens Kollegen war ein Mann namens Edward Heffy, ein Vietnam-Veteran mit einer langen kriminellen Vergangenheit. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde er sofort süchtig nach illegalen Substanzen und brauchte nun dringend Geld. Heffy wohnte bei Freunden, um an verbotene Substanzen zu kommen. Und wenn er große Schulden hatte, verschwand er einfach. Seine letzte 10-jährige Haftstrafe hatte der Mann wegen einer Gewalttat gegen seine Ex-Freundin verbüßt. Heffy war bekannt für seine offene Grausamkeit und Aggressivität. Nur wenige wollten mit einem solchen Schläger zu tun haben, aber Ed und Michael verband das gleiche Gefühl, dass die ganze Welt gegen sie sei. So wurden sie Freunde. Zuerst wurden an Susans Auto gleichzeitig 2 Reifen zerstochen. In diesem Moment dachte die Frau noch nicht daran, dass dies das Werk ihres Mannes sein könnte. Dann bemerkte Susan, dass Michael begann, große Summen Bargeld von ihrem noch gemeinsamen Konto abzuheben. Da er weiterhin Zugriff auf ihre Finanzen hatte, ließ Susan ihre Lebensversicherung auf den Namen ihrer Mutter und ihres Bruders umschreiben und teilte Michael anschließend mit, dass sie die Scheidung einreichen werde. Die Frau begriff endgültig, dass ihre Ehe nicht mehr zu retten war. Etwa zur gleichen Zeit verlor Kuhnhausen seinen Job, den er viele Jahre lang ausgeübt hatte. Ohne Frau, ohne Haus und ohne Arbeit war Michael einmal mehr überzeugt, dass alles gegen ihn lief. Aber in seinen Augen gab es einen Ausweg. Wenn Susan verschwinden würde, würde er das Haus und eine Menge Geld behalten. Michael selbst war jedoch ein Feigling und wollte sich nicht die Hände schmutzig machen. Er kam auf die Idee, einen Killer anzuheuern. Sein Freund Edward war für diese Rolle wie geschaffen. Ed Heffy befand sich zu dieser Zeit ebenfalls am Abgrund. Er war entlassen worden, hatte Mietschulden und brauchte täglich seine Dosis. Er musste dringend irgendwoher Geld auftreiben, denn seine Schulden wuchsen mit jedem Tag. Heffys Verzweiflung kam Michael sehr gelegen. Sie einigten sich auf $50.000, 25.000 als Vorschuss und den Rest nach getaner Arbeit. Dieses Geld sollte Eds Probleme lösen und im Gegenzug würde er Michael helfen. Die Männer besprachen die Details des Plans und machten sich an die Umsetzung. Wenn Michael sich ein Alibi verschaffen konnte, würde die Polizei ihn niemals mit dem Überfall auf Susan in Verbindung bringen. Er würde das Haus, das Geld und seine Sammlung von Sportmemorabilien behalten. Portland, Oregon. Der 7. September 2006. Susan war nach einer langen, anstrengenden Schicht in der Notaufnahme auf dem Weg nach Hause. Sie hatte einen ruhigen Abend geplant. Leider war ihr Mann Michael, mit dem sie schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammenlebte, damit beschäftigt, eine tödliche Überraschung vorzubereiten. Susan wusste nicht, dass der Mann, den sie liebte und zu retten versuchte, sich entschlossen hatte, sich an ihr zu rächen, indem er einen Überfall auf sie organisierte. Er versteckte einen Killer in ihrem Haus, der auf die Rückkehr der Hausherrin warten sollte. Susan hatte die Codes für die Alarmanlage nicht geändert, nachdem sie Michael rausgeworfen hatte, also diktierte er die Zahlen einfach seinem Freund Ed Heffy. Ed war nicht nur ein unzufriedener Vietnamkriegsveteran, sondern auch ein unzurechnungsfähiger, abhängiger Ex-Häftling. Er wollte seinen Freund für immer von seiner verhassten Ehefrau befreien und gleichzeitig seine finanziellen Probleme lösen. Ed wollte alles schnell und leise über die Bühne bringen. Sein Plan war, Susan mit einem Hammer und einem Nagelzieher den Schädel einzuschlagen. Keine Schüsse, keine Schreie. Für die Polizei sollte es wie ein missglückter Einbruch aussehen. Als Susan von der Arbeit kam, hatte sich Michael bereits in einem Motel an der Küste einquartiert, wo mehrere Personen sein Alibi bestätigen konnten. Er musste nur noch auf den Anruf von Ed warten, der ihm mitteilen sollte, dass alles nach Plan verlaufen war. Seine Frau war tot und er selbst war frei und unabhängig. Susan betrat das Haus und ging ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen, als plötzlich ein Mann, der sich hinter der Tür versteckt hatte, aus der Dunkelheit hervorsprang und ihr mit einem Hammer auf Kopf und Gesicht schlug. Die Frau versuchte, den Fremden zu fragen, was er wollte, aber als sie den offenen Hass in seinen Augen sah, wurde ihr klar, warum er gekommen war. Er war gekommen, um sie zu töten. Susan, die sich allein mit dem Mörder konfrontiert sah, kämpfte verzweifelt um ihr Leben. Die Zuversicht des Angreifers, dass er sein Opfer schnell und lautlos mit dem Hammer töten könnte,
erwies sich als falsch. Als Susan begriff, dass er gekommen war, um ihr das Leben zu nehmen, packte sie der pure Überlebenswille. Es gelang ihr schließlich, dem Angreifer den Hammer aus der Hand zu reißen. Es kam zu einem ungleichen Kampf um die Waffe. Der Verbrecher war überrascht und brachte hervor, dass Susan stark sei. Doch Ed wollte nicht nachgeben und warf die Krankenschwester zu Boden. Heffy entriss ihr den Hammer wieder und griff Susan erneut an. In diesem Moment griff sie in seine Hosentasche und zog seine Brieftasche heraus, mit dem Gedanken: Wenn ich sterbe, wird die Brieftasche zum Beweisstück. Dann begann sie, den Mann in die Hand, die Seite und die Oberschenkel zu beißen. Als er sich leicht drehte, biss sie ihm in die Genitalien. Vor Schmerz zusammengesunken fiel Ed zu Boden. Susan setzte sich auf ihn und drückte ihm die Kehle zu. Sie versprach, einen Krankenwagen zu rufen, unter der Bedingung, dass er ihr sagte, wer ihn geschickt hatte. Doch der Verbrecher versuchte nur, sie von sich zu stoßen. Da legte Susan ihr ganzes Gewicht auf ihn und drückte noch fester zu. Sie ließ nicht los, bis Ed sich nicht mehr bewegte. Dann nahm sie den Hammer und schlug ihn noch einmal, bevor sie aus dem Haus rannte, ohne zu wissen, ob der Angreifer überlebt hatte. Die Frau nutzte ihre jahrelange Erfahrung als Krankenschwester in der Notaufnahme in Kombination mit ihren Selbstverteidigungskenntnissen, um den unerwarteten Angriff eines potenziellen Mörders in einem 15-minütigen Kampf auf Leben und Tod abzuwehren. Früher hatte sie beim Training oft gescherzt, dass sie sich wahrscheinlich an keine Technik erinnern würde, wenn sie je angegriffen würde. Doch die Nähe des Todes zwang die Krankenschwester, sich zu konzentrieren und als Siegerin aus dem Kampf hervorzugehen. Susan wurde schwer verletzt, aber glücklicherweise überlebte sie. Die Sanitäter brachten sie sofort ins Krankenhaus, wo sie Patientin in ihrer eigenen Notaufnahme wurde. Heffy starb an seinen Verletzungen. Er war 59 Jahre alt, ein schrecklicher Mensch, der einen schrecklichen Tod starb. Es war bereits dunkel geworden und von seinem Freund gab es keine Nachricht. Michael begriff, dass etwas nicht nach Plan verlaufen war. Er saß im Motel an der Küste und wusste nicht, was er tun sollte. Als er in den Nachrichten vom Überfall auf Susans Haus hörte, versuchte er, das Krankenhaus anzurufen. Doch dort gab man ihm keine Informationen, was ihn noch nervöser machte. Trotz Michaels sorgfältig geplanten Alibis fanden die Polizisten sehr schnell heraus, wer hinter dem Anschlag auf Susans Leben steckte. Im Keller fanden sie einen Rucksack. Darin befanden sich Dinge, die jemand offenbar aus dem Haus hatte mitnehmen wollen. Es waren Sportkarten und ein T-Shirt mit Michaels Nachnamen. Der Mann schätzte diese Dinge sehr, obwohl sie für andere kaum besonderen Wert hatten. Der Rucksack selbst gehörte, wie sich später herausstellte, Ed Heffy. Außerdem wurde darin eine Notiz mit Michaels Telefonnummer gefunden. So konnte die Polizei Susans Ehemann eindeutig mit dem Killer in Verbindung bringen, der sie in ihrem eigenen Haus angegriffen hatte. 8 Tage nach dem Angriff wurde Michael Kuhnhausen verhaftet. Natürlich versuchte er, sich als Opfer darzustellen, doch niemand glaubte ihm. Die Tatsache, dass seine Telefonnummer im Rucksack des Täters gefunden wurde, reichte aus, um Michel wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau sowie wegen Verschwörung zum Mord anzuklagen. Kurz vor dem Prozess gab Michael auf und legte ein Geständnis ab. Die Kuhnhausens waren 17 Jahre lang verheiratet. Der Mann hatte seine Frau gut gekannt, doch das Einzige, was er nie begriffen hatte, war, dass Susan eine Kämpferin war. Michael wurde zu lediglich 10 Jahren Haft verurteilt. Susan, die als Krankenschwester beruflich Menschenleben rettete, musste nun mit dem Bewusstsein leben, dass sie einem Menschen genau dieses Leben genommen hatte. Sie war nicht stolz darauf, aber sie schämte sich auch nicht. Schließlich ließ sie sich von Michael scheiden. Während des Scheidungsprozesses kämpfte der Mann erbittert um jeden Cent, doch am Ende konnte Susan ihr Haus und ihre Ersparnisse behalten. Die Krankenschwester lebte jedoch in ständiger Angst vor dem Tag, an dem ihr Ex-Mann freigelassen werden würde. Im Jahr 2014 hatte Michael Kuhnhausen 8 von 10 Jahren seine Haftstrafe verbüßt. Im September sollte er vor der Bewährungskommission erscheinen, und die Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem Gefängnis entlassen werden würde, war hoch. Das beunruhigte und erschreckte Susan zutiefst. Sie verstärkte ihre Sicherheitsmaßnahmen, um ihr Leben und ihr Zuhause vor ihrem Ex-Mann oder möglichen Komplizen, die er erneut anheuern könnte, zu schützen. Doch sie musste sich nicht mehr lange Sorgen machen. Im Juli 2014 verstarb Michael. Er starb an Prostatakrebs, der sich bereits auf die Knochen ausgebreitet hatte. Ein qualvoller und schmerzhafter Tod. Obwohl Susan zugab, dass sie eine innere Erleichterung verspürte, war sie dennoch traurig über seinen Tod. Ihre Gefühle für Michael waren einst aufrichtig gewesen.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.